Man sagt sogar oft, dass Deutsche und Japaner sich ähnlich sind. Deutsche trinken jeden Tag Bier. In Japan denken viele, dass Deutsche sehr ernst, direkt und fleißig sind. Ein sehr schönes Klischee in Japan ist, dass Deutschland ein Land ist. Hallo ihr Lieben, ich bin Mizuki. In Japan gibt es viele Klischees über Deutschland. Zum Beispiel Deutsche trinken jeden Tag Bier oder essen viel Wurst. Aber stimmt das wirklich? Ich komme aus Japan und heute möchte ich euch erzählen, welche Deutschland-Klischees ich früher gehört habe und wie ich sie heute sehe. Dann, los geht's! Nummer 1. Deutsche essen viel Wurst. Wenn man in Japan an Deutschland denkt, kommen sofort Dinge wie Wurst, Kartoffel und Bier. Und viele Menschen in Japan denken, dass Deutsche sehr viel Wurst essen. Aber stimmt das? Wurst ist wirklich ein wichtiger Teil der deutschen Esskultur und es gibt in Deutschland sehr viele verschiedene Sorten. Im Sommer grillt man im Garten und man darf dabei nicht vergessen, dickes Fleisch und Würstchen zu essen. Aber ich habe gemerkt, dass Deutsche natürlich auch viele andere Dinge essen, zum Beispiel Brot, Kartoffelgerichte, Pasta, Pizza und Kebab. Außerdem werden auch viele ausländische Gerichte häufig gegessen, oder? Asiatische Küche, indisches Curry und sogar Sushi. Das basiert zwar nur auf meinen persönlichen Erfahrungen mit Deutschen in meinem Umfeld, aber ich habe den Eindruck, dass sie viel häufiger täglich Brot oder Pasta essen als Wurst. Außerdem haben viele Menschen in Japan beim Thema Kebab eher die Türkei im Kopf. Allerdings soll sich die Variante des Döner-Kebabs im Brot in Berlin verbreitet haben. Deshalb kann man sagen, dass diese Art von Kebab auch ein Stück weit zur deutschen Küche gehört. Das ist wahrscheinlich etwas anderes, als viele Japaner sich vorstellen. Und da in Deutschland deutlich mehr Kartoffeln produziert werden als in Japan, werden sie hier natürlich auch sehr häufig gegessen. In Japan sind in einer Packung oft nur etwa 5 Kartoffeln enthalten und sie sind im Vergleich zu Deutschland ziemlich teuer. In Deutschland hingegen bekommt man im Supermarkt, wenn sie günstig sind, ganz normal 1 Kilo Kartoffel für etwa 2,50 €, also ca. 4,60 Yen. Da isst man sie natürlich auch öfter. Meinem Eindruck nach ist Reis das Grundnahrungsmittel in Japan, während in Deutschland eher Kartoffel- oder kohlenhydratreiche Lebensmittel als Weizen wie Brot oder Pasta als Hauptnahrung gelten. Interessant ist auch, dass in Japan German Potato sehr bekannt ist. Das entspricht den sogenannten Bratkartoffeln in Deutschland. Es gibt sogar fertige Gewürzmischungen speziell für Bratkartoffeln und dieses Gericht ist auch in Japan ziemlich populär. Der Geschmack unterscheidet sich zwar etwas vom deutschen Original, aber man könnte sagen, es ist eine japanische Version von Bratkartoffeln. Zurück zur Wurst. In Deutschland gibt es wirklich sehr viele verschiedene Wurstsorten. Zum Beispiel spiralig geformte Würste, regionale Spezialitäten wie aus Nürnberg oder Thüringen oder auch Weißwurst. Es gibt also noch viele Sorten, die Japaner gar nicht kennen. Aber ob man sie wirklich jeden Tag isst? Ich denke, das kommt zwar auf die Person an, aber eher nein. Wenn man jeden Tag Wurst essen würde, wäre das auch nicht besonders gesund und selbst bei der großen Auswahl würde es irgendwann langweilig werden. Trotzdem, wenn man Deutschland für längere Zeit verlässt, bekommt man wahrscheinlich Heimweh nach deutscher Wurst, Brot und Bier. Man sieht ja auch im Supermarkt, wie viel davon verkauft wird und beim Grillen darf Wurst auf keinen Fall fehlen. Deshalb würde ich sagen, auch wenn Deutsche nicht jeden Tag Wurst essen, ist das Klischee, dass sie viel Wurst essen, meiner Meinung nach gar nicht so falsch. Was denkt ihr darüber? Nummer 2. Deutschland ist ein Märchenland. Ein sehr schönes Klischee in Japan ist, dass Deutschland ein Märchenland ist. Viele Japaner denken sofort an schöne Schlösser, viele alte Burgen und kleine idyllische Städte wie Rothenburg auf der Tauber. Besonders bekannt ist das Schloss Neuschwanstein. Dieses Schloss soll als Vorbild für das Schloss in den Familien von Disney gedient haben. Da es auch in Japan ein Tokyo Disneyland gibt, ist Schloss Neuschwanstein für viele Japaner ein sehr beliebtes Reiseziel.
Außerdem ist in Japan die sogenannte Romantik-Kaido, also romantische Straße, eine etwa 400 Kilometer lange Ferienstraße von Würzburg bis Füssen, auf der man mittelalterliche Städte und Burgen besichtigen kann, sehr beliebt. Deshalb haben viele Japaner wahrscheinlich ein stark mittelalterlich geprägtes Bild von Deutschland. Auch die Geschichte der Bremer Stadtmusikanten ist in Japan sehr bekannt. Das heißt, auch Grimms Märchen sind dort weit verbreitet. Als ich tatsächlich Deutschland besucht habe, und das war mein erster Besuch in Deutschland, hatte ich auch den Eindruck, dass Deutschland wirklich ein Märchenland ist. Aber als ich Rothenburg ob der Tauber besucht habe, war der Weg vom Bahnhof in die berühmte Altstadt zunächst ganz normal. Es sah aus wie eine typische Stadt, wie man sie überall in Deutschland finden könnte. Das zeigt, dass nicht jede Ecke in Süddeutschland wie aus einem Märchen aussieht, und wenn man Norddeutschland oder Ost- bzw. Westdeutschland besucht, verändert sich dieser Eindruck sicher noch einmal deutlich. Also, dieses Klischee ist nicht komplett falsch, aber Deutschland ist natürlich auch ein modernes Land mit großen Städten. Welche Stadt in Deutschland gefällt euch am besten? Nummer 3. Deutsche trinken jeden Tag Bier. Das ist wahrscheinlich eines der bekanntesten Klischees. Viele Japaner glauben, dass Deutsche jeden Tag Bier trinken. Deutschland ist ja auch bekannt für Kneipen, Biergärten und das Oktoberfest. Tatsächlich gibt es in Supermärkten eine riesige Auswahl an Bier. Aber trinken Deutsche wirklich jeden Tag oder so viel Bier im Alltag? Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Schließlich gibt es auch Menschen, die keinen Alkohol trinken können. Und wenn man jeden Tag Alkohol konsumiert, ist das ja auch nicht gesund. Ich denke auch, dass es Deutsche gibt, die gar kein Bier mögen. Zumindest ist das meine Meinung. Allerdings darf man in Deutschland deutlich früher Alkohol trinken als in Japan. Grundsätzlich darf man in Deutschland alle alkoholischen Getränke ab 18 Jahren trinken. Bier, Wein, Sekt und Mischgetränke ohne Spirituosen sind aber bereits ab 16 Jahren erlaubt. Und wenn die Eltern dabei sind, dürfen Jugendliche sogar schon ab 14 Jahren Bier, Wein oder Sekt trinken. Allerdings wird derzeit darüber diskutiert, diese Regelung abzuschaffen. Außerdem darf man 21 Jahren in Deutschland auch Auto fahren, solange der Blutalkoholwert unter 0,05% liegt. Es gibt noch viele weitere Details und Regeln, sodass das Ganze in Wirklichkeit etwas komplizierter ist, aber allein diese Regelung wäre in Japan kaum vorstellbar. In Japan ist das ganz anders. Schon bei kleinsten Mengen Alkohol in Gefahr gilt Autofahren als Verstoß gegen das Gesetz. Zwar wurde das Volljährigkeitsalter in Japan im Jahr 2022 von 20 auf 18 Jahre gesenkt, aber Alkohol darf man weiterhin erst ab 20 Jahren trinken. Für Personen unter 20 Jahren ist sowohl der Konsum als auch der Kauf von Alkohol gesetzlich verboten. Als ich tatsächlich in Deutschland gelebt habe, hatte ich den Eindruck, dass man besonders in Berlin sogar tagsüber Menschen sieht, die Bier trinken. In Berlin habe ich wirklich vieles gesehen. Menschen, die mit einer Bierflasche in der Hand in die Bahn steigen, oder Leute, die vielleicht wegen zu viel Alkohol oder Drogen sogar in der Bahn liegen. Das war für mich eine sehr eindrucksvolle Erfahrung. Natürlich sind solche Menschen nur ein kleiner Teil. Und auch wenn es sicher Deutsche gibt, die jeden Tag Bier trinken, gilt das nicht für alle. Mein deutscher Mann zum Beispiel trinkt nicht jeden Tag Bier. Als er jünger war, hat er wohl öfter mit Freunden getrunken, aber seit er arbeitet, ist sein Alkoholkonsum deutlich zurückgegangen. Wenn er länger nicht trinkt, merkt er sogar, dass er schneller betrunken wird. Mein japanischer Vater dagegen trinkt fast jeden Tag Bier. Am Ende kommt es also einfach auf die Person an. Mein Fazit. Bier ist ein wichtiger Teil der Kultur in Deutschland, aber ich finde, dieses Klischee ist ein bisschen übertrieben. Nummer 4. Deutsche sind immer pünktlich. Viele Menschen in Japan sagen, dass Deutsche und Japaner sich ähnlich sind. Dabei wird auch oft erwähnt, dass Deutsche sehr pünktlich sind. Was denkt ihr? Seid ihr pünktlich? Pünktlichkeit ist tatsächlich wichtig in Deutschland. Zum Beispiel bei der Arbeit, bei Terminen oder bei Treffen. Aber außer bei der Deutsche Bahn. Trotzdem habe ich gemerkt, auch hier kommen Menschen manchmal ein bisschen zu spät.
Meiner Meinung nach, als Japanerin in Deutschland lebt, hängt es stark von der Person ab, ob jemand pünktlich ist oder nicht. Auch in Japan gibt es ja Menschen, die zuverlässig sind und andere, die es nicht sind. Es gibt Leute, die immer zu spät kommen und andere, die sogar viel zu früh da sind und vorher noch alleine in einem Café warten. Als ich in Japan gearbeitet habe, bin ich mit dem Auto zur Arbeit gefahren. Ich bin oft extra früher losgefahren, um Staus einzuplanen. Deshalb kam ich manchmal viel zu früh am Arbeitsplatz an. Aber ich dachte mir, lieber zu früh als zu spät. Natürlich gab es auch Mitarbeiter, die erst kurz vor Arbeitsbeginn ankamen. Trotzdem legen Japaner insgesamt großen Wert auf Pünktlichkeit. Wer nicht pünktlich ist, verliert schnell das Vertrauen anderer und fühlt sich am Arbeitsplatz oft unwohl. Außerdem gibt es in Japan ein interessantes System. Wenn man wegen einer Zugverspätung zu spät kommt, kann man am Bahnhof eine sogenannte Jienshoumeisho, also Verspätungsbescheinigung, bekommen. Je nach Bahnunternehmen wird diese schon ab etwa 5 Minuten Verspätung ausgestellt, nur 5 Minuten. Das zeigt, wie streng man in Japan mit der Zeit umgeht. Wenn man diese sehr pünktliche Infrastruktur aus Japan mit Deutschland vergleicht, hat man manchmal das Gefühl, dass Deutschland nicht ganz so pünktlich ist. Aber wenn man einzelne Personen betrachtet, finde ich, dass viele Deutsche, genau wie Japaner, durchaus zuverlässig und pünktlich sind. Und auch hier gilt, es kommt einfach auf die Person an. Nummer 5. Deutsche sind sehr ernst und fleißig. In Japan denken viele, dass Deutsche sehr ernst, direkt und fleißig sind. Man sagt sogar oft, dass Deutsche und Japaner sich ähnlich sind. Das stimmt teilweise. Viele Deutsche arbeiten sehr konzentriert und sind gut organisiert. Außerdem habe ich den Eindruck, dass in Deutschland Effizienz und Rationalität eine wichtige Rolle spielen. Ob das tatsächlich funktioniert, ist allerdings eine andere Frage. Das ist natürlich nur mein persönlicher Eindruck von einigen Deutschen, aber ich finde sie grundsätzlich schon ernsthaft und fleißig. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass sie Arbeit und Freizeit sehr klar voneinander trennen. Wenn sie arbeiten, dann arbeiten sie, aber wenn nicht, dann arbeiten sie wirklich gar nicht. Das zeigt sich nicht nur bei der Arbeit, sondern auch darin, wie man die Freizeit zu Hause verbringt. Zum Beispiel mein deutscher Mann. Ich persönlich erledige Aufgaben lieber sofort und ohne Pause, damit ich danach in Ruhe entspannen kann. Gut, mit einem kleinen Kind ist es sowieso oft so, dass man erst abends richtig zur Ruhe kommt. Mein Mann ist da anders. Wenn er eine Pause braucht, dann nimmt er sie sich auf. Ich denke, er glaubt, dass er danach die Aufgaben entspannter und effizienter erledigen kann. Vielleicht liegt es auch daran, dass er eher zur Prokrastination neigt und ich eher zur Präkrastinatin. Ich möchte damit nicht sagen, wer fleißiger oder ernsthafter ist. Es ist einfach eine Frage der persönlichen Einstellung. In Japan hat man das Gefühl, ständig etwas tun zu müssen, während man sich in Deutschland bewusst Zeit nimmt, um sich körperlich und mental auszuruhen. Natürlich ist das auch von Person zu Person unterschiedlich. Wenn Japaner Deutsche in solchen Situationen sehen, könnten sie vielleicht denken, dass Deutsche weniger fleißig sind, einfach weil sie sich mehr Pause nehmen. Ein weiteres interessantes Beispiel ist Weihnachten. In Deutschland sind die Weihnachtsfeiertage arbeitsfrei und im Dezember steigt die Zahl der Krankmeldungen deutlich an. Natürlich wird man in dieser Jahreszeit auch schneller krank, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass einige versuchen, dadurch ihre Urlaubstage zu verlängern. So gibt es in Deutschland Menschen, die das System der Krankschreibung ausnutzen. Das ist gleichzeitig ein Vorteil und ein Nachteil dieses Systems. Aus japanischer Sicht wirkt das fast beneidenswert, weil es dort oft schwierig ist, sich krank zu melden, wenn man nicht wirklich schwer krank ist. In solchen Punkten könnte man denken, dass Japaner vielleicht fleißiger sind, aber das hängt stark von Kultur, Mentalität und Arbeitsumfeld ab und lässt sich nicht pauschal sagen. Deshalb finde ich dieses Klischee nur halb richtig, denn jeder Mensch ist anders, egal ob Japaner oder Deutscher. So, das waren 5 Deutschland-Klischees aus Japan. Einige stimmen ein bisschen, aber viele sind auch übertrieben oder vereinfacht. Mich interessiert jetzt eure Meinung. Welches Deutschland-Klischee stimmt wirklich? Schreibt es gerne in die Kommentare.
Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über ein Like und ein Abo, damit ihr nicht mehr Videos rund um die kulturellen Unterschiede zwischen Deutschland und Japan, das Leben als Japanerin in deutschen oder japanische Kochvideos verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dann, ciao! ありがとうございました。